Guten Morgen aus Labe, Guinea. Wir haben uns die letzten 5 Tage eine kleine Auszeit von der Reise gegönnt. Wir haben jetzt 5 Tage hier auf dem Campingplatz verbracht. Das hat richtig gut getan. Aber so langsam kribbelt es uns wieder in den Fingern und wir haben Lust, uns wieder ins Abenteuer zu stürzen. Und deswegen machen wir uns heute wieder los. Sind wir verzweifelt? Yeah. Ich glaube schon. Bonjour, ça va? Ça va? Bien? Ça va bien. Vous allez bien? Ça marche? Ah, ça marche. So, bevor wir jetzt aber hier die Stadt verlassen, wollen wir erstmal unserem Auto eine sehr verdiente Wäsche gönnen. Na, Wann haben wir das letzte Mal gewaschen? 3 Wochen Staubpiste. Ich glaube, das letzte Mal haben wir es weniger gewaschen. Aber, Ja. Und nee, jetzt machen wir jetzt nochmal, weil die Straßen hier sind sehr, sehr staubig und irgendwie müssen wir das Ding ja auch in Schuss halten. Eben. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen, die wir jetzt, glaube ich, schon öfters beobachtet haben. Gerade hier, wo es ja schon immer sehr, sehr staubig ist und auch oft sehr dreckig, ist uns jetzt aufgefallen, dass es, glaube ich, den Menschen sehr, sehr viel wert ist, halt selber irgendwie so sauber und gepflegt zu sein. Also man sieht immer richtig, wie die Menschen sich richtig hier rausputzen oder auch, wenn man hier die Straße lang geht, abends putzen alle ihre Autos und alle ihre Motorräder. Ich glaube, das ist halt hier irgendwie so extrem wichtig auch. Und wir fallen immer raus mit unseren weil wir so staubigen, schmuddelig dreckigen sind. Klamotten und unserem Schmuddelauto. Deswegen Passen wir uns mal. passen wir uns jetzt mal an. Super! Toll! Merlin hat sich gestern schon darum gekümmert, dass wir wieder ein bisschen Gemüse an Bord haben. Während wir jetzt hier darauf warten, dass der Bus fertig gewaschen wird, gucke ich jetzt aber, ob ich noch mal ein paar Konserven finde oder ob wir sonst noch irgendwie unsere Vorräte wieder ein bisschen aufstocken können. Deswegen laufe ich mal ein bisschen die Straße runter. Hier in Guinea gibt es viele solcher kleinen Shops, wo es dann alles Mögliche zu kaufen gibt. Und tatsächlich sind das auch so die Shops, in denen wir in der Regel einkaufen gehen. Wir haben bis jetzt noch keine großen Supermärkte hier gefunden. In den letzten Ländern, in Guinea-Bissau und vor allem im Senegal, gab es es in den größeren Städten immer mal wieder. Hier bestimmt auch. Ich kann mir vorstellen, dass es in Conakry auch große Supermärkte gibt. Aber ja, man merkt schon, dass es hier ein bisschen simpler alles ist. Nichtsdestotrotz findet man trotzdem fast alles, was man braucht in diesen kleinen Läden. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Okay, wir sind jetzt mittlerweile in den Laden umgezogen und unser Auto wird gerade fleißig geputzt. Ich glaube, wir sind jetzt schon eine Stunde sitzen wir schon, oder? Ich habe, bevor wir losgemacht, also bevor wir aus dem Auto raus sind, habe ich gefragt, wie lange das dauert. Und dann meinte der so, ah, Madame, kann ich nicht sagen, weil wir machen das ja mit der Hand. Und wenn wir das mit der Maschine machen würden, dann könnten wir sagen 10 Minuten oder 20 Minuten. Aber so können wir das nicht sagen. Und da war schon klar, dass es dauert. Ja. Aber der gibt sich Mühe. Guck mal, der steht auf dem Dach. Noch nicht, der klettert auf die Solarpanels. Aber auf jeden Fall ist das so eine Sache, die hätte uns, glaube ich, vor ein paar Monaten noch echt gestresst, dass das jetzt so lange dauert. Aber mittlerweile sind wir das einfach gewohnt, dass viele Sachen einfach etwas länger dauern. Und ja, wir wollen unser Auto sauber haben, also müssen wir jetzt einfach so lange warten. Wir können es mittlerweile eigentlich ganz gut akzeptieren und damit umgehen. Jetzt sitzen wir halt hier und warten. C'est fini. Shiny, shiny. C'est une nouvelle voiture. Oui, vous avez une nouvelle voiture maintenant. Merci. C'est une vidéo. Ah, c'est vidéo. Oh, Robin. C'est bon. Photo. Image. Robin. So. Sauber. Jetzt kann es weitergehen. Gasoil, non, Oui. No gasoil. No gasoil. C'est fini, d'accord. Ah, okay. Mais essence, c'est ici? Oui, il y a essence. Okay, un moment. Hier an der Tanke ist scheinbar der Diesel aus. Aber Benzin gibt es noch von unseren Kocher und dann müssen wir nochmal eine neue Tanke suchen. Das hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht, dass es irgendwas nicht mehr gab. Aber
gibt noch ein paar mehr Tankstellen hier. Einmal Gas, Kochen wieder aufgefüllt. Nochmal Hotte. Guinea grenzt im Norden an Guinea-Bissau, den Senegal und Mali. Im Osten liegt die Elfenbeinküste und im Süden Sierra Leone und Liberia. 1958 erlangte die ehemalige französische Kolonie ihre Unabhängigkeit. Die Amtssprache ist aber bis heute Französisch. In den letzten Jahrzehnten kam es immer wieder zu politischen Unruhen, was sich stark auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität des Landes auswirkt. Knapp 13 Millionen Menschen leben in dem Land, das über mehr als 1/3 des weltweiten Bauxitvorkommens, enorme Wasserreserven und eine starke Landwirtschaft verfügt. Trotz dieser natürlichen Reichtümern zählt Guinea zu den ärmsten Ländern der Welt. Ganz spannend. Ja. Na dann. Ja. Aber merci, Manjane. Unser heutiges Tagesziel sind die Kamba Daga Wasserfälle. Die sollen ziemlich cool sein. Und ich muss sagen, wir haben es ein bisschen unterschätzt. Ich habe jetzt gerade mal auf die Karte geguckt. Wir fahren jetzt, wie lange fahren wir jetzt schon auf dieser Piste? Mindestens 1,5, 2 Stunden, oder? Und wir sind halt noch nicht mal, wir haben gerade mal 1/3 von dieser Piste geschafft. Wir sind lange nicht da und es ist schon 4:10. Wir haben so ungefähr bis 7, es ist hell, dann ist die Sonne weg. Und ja, das Navi sagt, wir brauchen irgendwie noch 3 Stunden. Ich hoffe, dass wir schneller sind, aber wir fahren halt tatsächlich jetzt seit 2 Stunden hier mit 10, 20 km/h durch die Gegend. Naja, mal sehen, wann wir ankommen. Ich denke, es wird sich aber auf jeden Fall lohnen. Wir haben gerade festgestellt, dass wir zwar froh sind, dass wir ein Offroad-Fahrzeug haben, weil man das oder wir es schon jetzt doch öfters mal gebraucht haben, aber ich würde mal sagen, seitdem wir in Guinea-Bissau waren, hat sich unsere Lust nach Offroad-Strecken so ein bisschen gelegt, was wir davor hatten, zum Beispiel in Marokko, wo wir ja bewusst solche Strecken gesucht haben, weil es halt jetzt doch öfters vorkommt, dass wir einfach Pisten oder Offroad fahren müssen, weil es nicht anders geht und es gehört halt jetzt irgendwie zum Alltag dazu. Wir haben es gleich geschafft. Navi sagt noch 1 Kilometer und dann sind wir da und die Landschaft um uns herum ist einfach schon so wunderschön. Es sind ganz viele Hügel, man sieht immer wieder so Felskanten. Es ist einfach grün, es ist richtig, richtig grün. So richtig gesättigt, kräftig grün. Das ist richtig schön. Ich bin total froh, jetzt hier zu sein, gerade nachdem wir jetzt so lange in der Stadt waren, was auch total schön war und gut getan hat. Aber ich merke einfach, dass die Natur oder in der Natur zu sein mir einfach richtig viel Kraft gibt und mich sehr glücklich macht. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich so viel Zeit in der Natur verbringen darf. Nicht tief! Ach ja, so viel Ärger uns diese Karre auch schon beschert hat. So viele Sachen hat sie uns auch schon ermöglicht.
Aha. Oh, Nice. geil. Schön. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Armed Angels, das ist der Sponsor von diesem Video. Armed Angels ist unser Lieblings-Fair Fashion Label, was nicht nur wunderschöne Klamotten herstellt, sondern dazu noch nachhaltige und faire Klamotten. Bei der Herstellung von konventionellen Jeans zum Beispiel wird extrem viel Wasser verbraucht, es wird extrem viel CO2 ausgestoßen und es fließen lauter giftige Chemikalien ins Grundwasser. Das ist nicht cool und Armed Angels hat sich vorgenommen, den gesamten Herstellungsprozess von Jeans zu entgiften. Bei mir ist schon letzten Herbst diese Hose eingezogen, das ist die Andra Retro. Ich trage die in Größe 28, 32 und diese Hose ist einfach ein Alleskönner. Wir haben versucht vor unserer Reise uns Klamotten auszusuchen, die besonders vielseitig sind, damit wir sie halt über den Verlauf dieser Reise, wo wir in verschiedene Klimazonen kommen, auch immer wieder tragen können. Und ich kann sagen, diese Hose hat den Test bestanden. Ich trage sie immer noch super gerne und falls ihr euch auch mal bei den Detox Denim von Armed Angels umschauen wollt, dann könnt ihr mit dem Code TheFilmPeople15 ganze 15% auf eure nächste Bestellung sparen. Wir haben euch das Ganze unten verlinkt. Viel Spaß beim Shoppen! I live off love, I feed off love, I breathe off love. I think of love, I drink of love, I Das ist einfach richtig nice. Wir haben jetzt hier unseren Stellplatz gefunden und wir sind direkt über der ersten Stufe von diesen Wasserfällen. Und es ist mega schön hier und hier ist auch einiges los. Die ganzen Kiddies hier, wir sind natürlich jetzt super spannend für die. Das ist echt sauschön. is gonna come to me tonight. Mega cool, richtig schön hier. Die Kinder haben auch hin Spaß auf jeden Fall. Danke Lotta. Oh, Lotta. Eh? No. No. Was hat er gesagt? Wir Geld haben, pardon. Ich habe gefragt, ob sie uns zum Wasserfall führen können. Da ich Nein gesagt haben, sie gefragt, ob wir ihnen Geld geben können. Pardon? No, no, no. C'est mon chien. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. So. Das war jetzt ganz schön viel Interaktion. Nee, aber Die voll. Kinder sind halt super neugierig, sehr verständlich. Ja, nee, aber es ist auch, also es ist voll die angenehme Interaktion meistens. Ja. Ich muss sagen, ich beneide immer ein bisschen die französisch sprechenden Reisenden. Wie zum Beispiel, wir haben gerade einen Radreisenden getroffen aus Frankreich und die können halt wirklich perfekt hier mit allen reden, weil es halt einfach, weil hier auch Französisch gesprochen wird. Ja, aber wir müssen das halt jetzt lernen und es klappt auch so irgendwie. Irgendwie geht's immer. Irgendwie geht's immer. Lotta, was ist Lotta denn dein hat Problem? Das ist ein anderer Hund. Mal schauen wir den spielen. Ich sehe es schon, das sieht cool aus. Oha! Das ist riesig.
Leute. Oha, geil. Alter. Alter. Herzlich willkommen bei den Kamba-Daga-Fällen. Schon der coolste Wasserfall, den wir gesehen haben, oder? Ja. Jetzt noch, wir sind schon zu vielen Wasserfällen gewandert auf den letzten Reisen. Und es war immer so ein bisschen so eine Enttäuschung, weil es meistens dann nicht ganz so cool war. Aber der hier ist richtig cool. Der ist riesig. Das sieht richtig idyllisch aus. Als heute Morgen um 6 der Wecker geklingelt hat, muss ich sagen, hatte ich ja nicht so Bock aufzustehen. Aber es hat sich gelohnt. Und es ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass wir mal wieder sowas machen, dass wir mal wieder früh aufgestanden sind, um irgendwo hinzugehen. Weil das irgendwie sich in letzter Zeit nicht ergeben hat. Wir waren die letzten 3 Wochen immer irgendwo im Busch, aber da gab es halt nichts zu sehen außer Bäume. Und jetzt haben wir endlich mal wieder hier so eine richtige Aussicht. Schon eine coole Abwechslung. Eine Attraktion. Es gibt Chips zum Frühstück. Oh Mann. Potato flavored biscuits. Was sind Biscuits oder Chips? Keine Ahnung. Ja, doppelt in Plastik und Reiszucker. Ja. Wir wurden jetzt hier gerade zum Essen eingeladen und das ist auch unser erstes lokales Gericht hier in Guinea. Merci beaucoup. Ja, merci beaucoup. Servi à domicile. What's the name? Il s'appelle comment le Comment tu appelles le plat? Soup. Soup. soup? Soup. Soup? Okay. Soup usually is they say white sauce. White sauce. Is not with peanut Peanuts. butter. Ah, Tague. d'accord. C'est très bon. Très bon. Je sais pas si c'est moi qui ai préparé ça. C'est toi? Lecker. Ah, Richtig lecker. he prepared this. You prepared it. Here, normally the men don't cook. Well, c'est très bien. Merci beaucoup. Ich muss sagen, es war richtig, richtig lecker. Also der Sattmacher ist Reis, deswegen gibt es einen ganz großen Pott Reis und dazu gibt es dann in diesem Fall Gemüse mit Öl und Gewürzen. Das wird dann so drüber gekippt und es war wirklich richtig lecker. Das hatte auf jeden Fall ein gutes Aroma. Es war vor allem recht scharf und es ist hat richtig gut geschmeckt und wir sollten es jetzt auf jeden Fall öfters machen. Vor allem, weil das hier wirklich auch echt günstig ist. Wir haben jetzt schon öfters gehört, dass es oft günstiger ist, einfach essen zu gehen, als sich die Sachen selber zu kaufen. Von daher, wenn sich's anbietet. Ein Thema, was uns schon ganz schön lange beschäftigt, schon lange bevor wir auf diese Reise gestartet sind, ist die Frage, wie wir diese Reise denn bildlich, filmisch festhalten wollen. Gerade wenn es darum geht, Menschenbegegnungen zu filmen, Menschen generell zu filmen, aber auch das Leben und die Leute und das Land und alles zu zeigen. Und besonders auch, wie machen wir das, wenn wir Begegnungen mit Kindern haben? Kinderfilm ist ein schwieriges Thema. Wir haben dazu, bevor wir losgefahren sind, eine Doku gefunden auf Netflix, die heißt Stop Filming Us. An dieser Stelle eine große Empfehlung.
wir haben euch das unten verlinkt. Schaut ihr euch an, wenn ihr die Kapazitäten dafür habt. Uns hat es auf jeden Fall ganz viele Denkanstöße gegeben. Darin ging es nämlich darum, dass wir in Deutschland ja schon eine sehr einseitige Sicht auf diesen Kontinent haben, weil wir meistens Content konsumieren, der aus einer weißen, einer europäischen Perspektive gefilmt wurde. Und diese Perspektive kann diesen Kontinent und die unterschiedlichen Länder und seine Leute ja gar nicht richtig repräsentieren. Und unter anderem ging es in diesem Video dann auch darum, wie das denn ist, wenn Kinder gefilmt werden. Und man sieht ja häufig, wenn man sich Dokus aus Afrika anschaut, dann sind da häufig kleine, schwarze, süße Kinder zu sehen. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich problematisch, weil man Kinder nicht einfach so filmen sollte. In Deutschland würde ja auch niemand einfach durch die Straßen laufen und einfach fremde Kinder filmen und die dann im Internet hochladen. Und wir haben da eigentlich eine ziemlich klare Meinung zu. Wir wollen das nicht machen, weil wir es einfach nicht okay finden. Und deswegen halt irgendwie einen Weg suchen, das trotzdem festhalten zu können, weil ich meine, das gehört halt irgendwie auch zum Alltag mit dazu, dass wir hier mit Menschen in Kontakt kommen, mit Kindern in Kontakt kommen und die sehr gerne vor der Kamera posieren. Aber wir uns da trotzdem halt in der Verantwortungsposition sehen, das da nicht einfach alles dann einfach im Netz hochzuladen, sondern dann irgendwie einen Weg zu finden, wie wir die dann pixeln oder was auch immer, damit es halt irgendwie vertretbar ist. Und ja, das finde ich halt irgendwie schon wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil viele vielleicht ja auch irgendwo erwartet haben, diese Bilder hier bei uns zu sehen, kann ich mir vorstellen. Weil wenn man an Afrika denkt und an Videos aus Afrika guckt, man ja irgendwo erwartet, dass man dann irgendwann ganz viele kleine süße Kinder sieht. Und die wird es bei uns halt einfach so nicht geben. We need peace. We need love. You're not below. I'm not above. Eigentlich wollten wir heute weiter Richtung Osten fahren. Doch irgendwie können wir diesen idyllischen Ort noch nicht verlassen. Seit wir auf dieser Reise durch Afrika unterwegs sind, passiert es uns immer öfter, dass wir Pläne kurzfristig ändern oder ganz über Bord werfen. Wir lassen alte Gewohnheiten los und passen uns an neue Gegebenheiten an. Wir machen schnell, wenn uns danach ist, und halten inne, wenn wir merken, dass wir eine Pause brauchen. Wir kreieren einen neuen Rhythmus. Unseren Rhythmus. If we don't try.